Staub und Asche und Gold etwas entstehen, das in einem wunderbaren italienischen Palazzo ausgestellt wird? Diese Antwort ist keine Theorie, sondern ist Praxis in meinem Atelier. Und ich nehme dich heute auf eine ganz besondere Reise mit, denn mein Werk Moon ist ausgewählt worden für die Ausstellung in der italienischen Kulturhauptstadt 2026. Und dazu gibt es gleich mehr. Heute geht es auch um ein Event, das nächste Woche stattfindet, zu dem ich dich sehr herzlich einlade in die Welt meiner Symbole. Ich nehme an einer Lesung teil und auch dazu gleich mehr. Herzlich willkommen in diesem Einblick in meine Arbeit in meinem Atelier. Und darüber hinaus geht es heute auch um einige Impulse für dein Zuhause. Genieße diese Reise, schön, dass du dabei bist und wir starten los. Alles beginnt mit der Asche. Wie hier beim Widder. Widder ist Teil der Zodiac-Serie. Und die Asche gibt die Struktur vor und das Roségold bringt die Energie. Viele fragen mich nach dem Unterschied zwischen dem Original und dem Druck. Ich würde sagen, das Original trägt die physische Kraft der Materie in sich. Man sieht das auch hier an der Struktur. Und der hochwertige Feinart-Print, Kunstdruck auf Büttenpapier, Ästhetik in jedes Zuhause bringt. Es gibt 25 Stück weltweit bei dieser Auflage 2025 und es gibt noch ein paar wenige Stück. Dieses Werk Moon tritt bald eine ganz eigene Reise an. Es ist ausgewählt für die internationale Ausstellung Viaggi, zu Deutsch Reisen, in einem wunderbaren Palast in L'Aquila in Italien. Und es besteht aus Schichten von Asche und Mixed Media, aus gemischten Materialien und natürlich aus, man sieht es da, aus Roségold. Und ja, es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Die Stadt L'Aquila wurde vor über 10 Jahren von einem sehr schweren Erdbeben heimgesucht und der Mond ist aus meiner Sicht ein Symbol, auf das wir alle schauen, alle gemeinsam, unabhängig davon, wo wir auf dieser Erde stehen. Ich habe damals zu diesem Zeitpunkt des Erdbebens, war ich in der Toskana in Italien und habe die unbändige Solidarität, die Hilfsbereitschaft in Italien, aber auch international mitbekommen und möchte hier mit meiner Kunst für diese ehrenhafte Ausstellung einen Beitrag leisten
Und die Asche steht für Verwandlung, Transformation und auch die Resilienz, die immer wenn Gold aufgetragen wird, auch repräsentiert wird. Moon ist auch Teil meiner Publikation Art of Zodiac. Hier ist die italienische Version. Quando 1000 persone guardano la luna, ci sono anche 1000 lune. Und Art of Zodiac gibt es nächste Woche in der Lesung, dazu gleich mehr, aber zuvor zeige ich euch noch etwas aus meinem Atelier. Ja, während Moon die Reise antritt, ist hier ein anderes Werk. Ich nehme euch da mit im Atelier. Es ist abgedeckt. Mein Pegasus, er ist noch nicht fertig und ich werde oft gefragt, warum ich ihn nicht einfach abschließe. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wesentlich, diese Geduld zu haben und aufzubringen. Denn ein Kunstwerk ist kein Produkt, sondern braucht Zeit, braucht Seele, braucht Reifung, ähnlich wie ein guter Wein. Er muss reifen, bis er seine volle Kraft entfaltet. Und genau wie ein besonderer Wein seinen Platz am Tisch verdient, braucht auch die Kunst den richtigen Raum, um zu wirken. Das bringt mich zum heutigen Kunstimpuls für dich. Ich werde oft gefragt, wirkt ein dunkles Werk nicht zu dominant? Und hier mein Tipp: Hab keine Angst vor Kontrasten. Ein moderner, heller Raum braucht einen starken Gegenpol, um wirkliche Tiefe zu gewinnen. Man sieht es hier an diesem Bild, der Widder erdet das Zimmer und schafft ein Zentrum, um das sich alles anordnet. Mein Tipp hier: Nutze die Dramaturgie des Lichts. Da ich mit echter Asche und Gold arbeite, verändert sich das Bild mit der Tageszeit, mit der Lichtquelle. Die Welt der Kunst, der Symbole und der Entschleunigung. Um die geht's nächste Woche bei der Online-Live-Lesung, zu der ich dich ganz herzlich einladen möchte. Und es wird nächste Woche am 24. um 16 Uhr bei kostenfreier Anmeldung möglich sein. Nimm ganz einfach teil, indem du dich kostenfrei anmeldest auf meiner Seite. Ich blende das ein in der Beschreibung und es wird eine gemütliche, kunstvolle, genussvolle Stunde sein, in der ich aus dem Buch lese, dabei Bilder zeige, wie auch die Werke, die wir heute besprochen haben, Widder und Moon und viele andere. Und dazu auch passende Zitate zum Wohlfühlen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir sehr herzlich für dein Interesse. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir gerne ein Like und lass mir ein Abo da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Events und keine Geschichten und keine Neuigkeiten mehr verpasst. In diesem Sinne, alles Liebe, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.